Weißt du, Yvonne, manchmal bin ich so sicher, dass er meine Dualseele ist und dann sind da wieder Tage, wo ich wirklich denke, ich bilde mir alles nur ein, das kann überhaupt nicht sein, ich will das nur, das ist Wunschdenken, ich komme so nicht weiter, ich bin verloren und ich sollte einfach alles beenden. Wenn du auch so denkst oder manchmal so fühlst, dann bist du nicht alleine, weil die meisten meiner Kunden oder Leute, die auf mich zukommen, jeder sagt genau diesen Satz, dass er sagt, manchmal bin ich mir todsicher und manchmal denke ich, ich bin einfach nur verrückt. Und deshalb mache ich heute ein Video dazu, weil dieser Begriff auch, ne, Dualseele, ist er jetzt meine Dualseele oder ist jetzt nicht meine Dualseele? Was ist das genau? Die meisten von euch haben diesen Begriff gefunden, indem ihr irgendwann angefangen habt zu googeln, zu recherchieren online, was soll das Ganze, unglaubliche Anziehung, eine Verbindung, Telepathie, was auch immer ihr da eingetippt habt. Es kam dann irgendwie unten bei der Suchmaschine raus, ne? So ratter, ratter kam raus, oh, Dualseele. Und kennt ihr den Begriff und sagt euch, okay, das ist in dem Fall ein Ding, ich erkenne mich da völlig wieder. Und jetzt fängt das hin und her an, von wegen, ist das nicht. Und deshalb, ihr kennt es vielleicht schon von anderen Videos, mache ich heute einen ganz kühnen Vorschlag, lassen wir das Wort doch einfach weg. Es ist okay, wenn wir das einfach weglassen, wenn wir sagen, okay, wir verzichten auf das Wort, wir arbeiten ohne dieses Wort, wir arbeiten auch ohne das Wort Seelenpartner oder was auch immer. Wir versuchen, das Ganze gar nicht zu bezeichnen, weil dann habe ich das Gefühl, wird diese Suche oder dieses vermeintliche beenden wollen des Hin und Hers oder des Verrücktseins, ne? Oder des Gefühls, verrückt zu sein, so kann das ein Ende finden. Weil wenn ihr euch verbeißt in die Definition von wegen, ist es Dualseele oder nicht, einmal denke ich ja, einmal nein, dann müssen wir ja zuerst Dualseele definieren. Und es gibt ganz viele, ne, Erklärungen dafür, Definitionen überall. Jeder hat es so ein bisschen versucht zu tun, jeder macht es vielleicht ein bisschen anders. Aber im Kern, denke ich, sind sich die meisten einig, was das sein soll. Und trotzdem hilft es nicht, sich jetzt an diesem Etikett festzuhalten oder zu versuchen, dieses Etikett jemandem aufzukleben oder aufzupressen. Was wäre denn, wenn wir es, wie gesagt, weglassen und einfach nur von der Erfahrung sprechen, die jeder von euch gemacht hat? Sonst würdet ihr dieses Video jetzt nicht gucken. Wenn wir einfach nur dabei bleiben, zu sagen, hey, ich habe A, B, C erlebt. Ich erlebe täglich D, E, F zum Beispiel. Und das sind meine Erfahrungen. Und hier vertraue ich mir voll und ganz, dass ich spüre, was ich spüre. Oder es kann sein, dass das Treffen schon eine Weile her ist, dass ihr irgendwas sehr, sehr, sehr Intensives erlebt habt mit einer anderen Person. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ihr nach Hause gegangen seid und irgendwie alles in eurem Leben geändert habt, was ihr bis dahin gemacht hattet. Also alle Routinen oder Beziehungen aufgelöst oder was auch immer. Und diese Erfahrung ohne Etikett von was jetzt die andere Person für euch ist real. Das hat so stattgefunden, nicht wahr? Das habt ihr so erlebt. Da geht es wirklich ganz drum, euch zu vertrauen, was ihr erlebt habt. Natürlich ist es manchmal auch im Rückblick, ne? Man blickt zurück vielleicht auf ein unglaublich überwältigendes erstes Treffen zum Beispiel mit dieser Person oder auf eine unglaubliche Anziehung, die ihr mit dieser Person, mit der ihr seit schon 2, 3 Jahren arbeitet, immer mehr verspürt habt. All das ist real, das nehmt ihr wahr, da kann man nichts hineininterpretieren. Natürlich kann man jetzt die Gründe schauen, weshalb fühlst du dich zu jemandem angezogen, der vielleicht in einer festen Beziehung ist. Dann kann man gucken, ist das Bindungsangst, suchst du dir immer jemand aus, der besetzt ist. Was auch immer, ne? Hat der irgendwelche speziellen Maschen genutzt, also Maschen, ne? Tricks benutzt, um dich verliebt zu machen, was weiß ich. Aber wenn man das alles mal angeschaut hat und sozusagen aus dem Feld räumen kann, sagen, nee, da war eigentlich nichts so, da war kein Voodoo im Gange und keine Magie und sonst was, das war einfach oder ist auch noch wirklich erlebtes, echtes Gefühl. Viele euch sagen auch, ich liebe diese Person schon seit dem ersten Blick, den ich auf sie geworfen habe, oder das erste Mal, dass wir uns in die Augen geguckt haben. Ne?
Und da, wie ist es erklärbar? Deshalb, ne, der Anfang des Videos war ja sozusagen, hey, denkst du auch, manchmal bin ich mir so sicher und dann wieder nicht. Das ist, weil dieses Gefühl auch nicht, ja, vielleicht konstant ist. Manchmal fühlt ihr die Verbindung ganz stark und manchmal ist sie weg. Und wie gesagt, ich glaube, einfach ein allgemeiner Lösungsansatz kann wirklich sein, lass das Wort Dualseele los. Lass das Wort von mir auch, von mir aus auch Seelenpartner, wie gesagt, all diese Wörter, Zwillingsflamme, was ist jetzt was? Ich kann das versuchen zu definieren, ihr könnt es versuchen definieren. Äh, Ich bin mir nicht 1000% sicher, was ist. Ich kann es auch, ich kenne es aus der Erfahrung, ich kenne es von Geschichten meiner Kunden. Das Essentielle ist die Verbindung, das Essentielle ist, was es mit euch macht. Das Essentielle kann auch die Sehnsucht sein, die Zurückweisung, all diese Elemente, die all diese Geschichten gemeinsam haben. Und dass es natürlich in der Folge darum geht, dass ihr bei euch hinschaut, dass ihr zu euch findet, dass ihr guckt, wo seid ihr in der Bedürftigkeit, wo seid ihr im Wollen, seid ihr am Projizieren auf die andere Person, wo seht ihr all diese tollen Dinge in der anderen Person, aber nicht in euch. Wo denkt ihr, niemals mehr kann ich glücklich werden, niemals mehr wird mir sowas geschehen? Was auch immer, all diese Dinge gilt es anzuschauen. Die Ängste, die hochkommen, wenn es um Liebe geht, die Ängste, die hochkommen, wenn es um diese Verbindung geht. Vielleicht kommt er oder sie plötzlich auf euch zu, was ihr euch immer gewünscht habt, und plötzlich merkt ihr, jetzt will ich nur noch weg. Das sind Dinge, die es anzuschauen gibt. Und nicht so sehr, ist er es jetzt oder nicht? Kann ich mich täuschen und habe ich dann irgendwann 5 Jahre meines Lebens verloren, weil ich mich getäuscht habe oder nicht? Wenn ihr das Ganze als Weg zu euch anschaut und auch als Weg zur Liebe im Außen, dass ihr schon auch davon ausgehen dürft, wenn ich an mir arbeite und wenn ich ganz zu mir finde und ganz erwache, ne, darum geht es nämlich, es ist eine Erwachenserfahrung, ein Erwachensmechanismus, schlechtes Wort, egal. Aber Erwachungstrigger, wenn man so will, Initiator, dann ne, findet ihr zu euch, ihr findet in eure Macht, eure Kraft, eure wahres Selbst, ja, wer ihr wirklich sein sollt, idealerweise in eure Berufung und all das und so auch zur Person, für die ihr wirklich perfekt, zu der ihr perfekt passt und diese Person zu euch. Wollen wir das jetzt Dualseele nennen oder nicht? Vielleicht ist die Dualseele auch die, die euch in die Heilung bringt und dann kommt ihr mit einer anderen Person zusammen, der ihr euch ebenso nah fühlt und euch ebenso aufgehoben fühlt. Wie wollen wir jetzt diese andere Person nennen? Einige Personen oder einige Coaches nennen das dann die Zwillingsflamme oder einen neuen Seelenpartner oder das ist dann doch die Dualseele. Es spielt nicht so eine Rolle. Deshalb lasst los, dass ihr unbedingt benennen wollt, was das jetzt genau ist und vertraut einfach auf die Erfahrung und was diese Erfahrung, die ihr halt gemacht habt, in euch auslöst und was in der Folge passiert ist mit euch, mit eurem Leben. Darum geht's. Es geht darum, nicht um ein Etikett, auch nicht um Etikettenschwindel, irgendwem was aufzukleben, das er nicht ist. Das kann mal Teil des Prozesses sein, dass man da das falsche Etikett irgendwo aufklebt, wo es nicht hingehört. Aber es ist wirklich, darum geht's nicht. Lasst das los. Das wollte ich sagen. Gut, dann danke fürs Zuhören. Wenn ihr mit mir arbeiten wollt, weil ihr denkt, irgendwie weiß die, was die macht oder weiß die, was sie erzählt, dann sehr gerne anmelden für Erstgespräch, ist unverbindlich und wir gucken dann, ob wir gut zusammenpassen. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.